Chappie, ein kleiner Welpe mit großen, einfühlsamen Augen, trabte fröhlich neben seinem Besitzer Dorian her, als sie die belebte Stadtstraße entlang schlenderten. Dorian war in ein Gespräch an seinem Handy vertieft und völlig ahnungslos, dass sein pelziger Begleiter nicht mehr an seiner Seite war. Als Chappie lief, ergriff plötzlich Panik sein winziges Herz. Er drehte sich um, auf der Suche nach Dorians vertrauter Gestalt, aber er war nirgendwo zu sehen. Die Erkenntnis, dass er alleine in der chaotischen Stadt war, überwältigte ihn und er spürte, wie seine kleinen Pfoten zitterten. Ohne zu wissen, was sonst noch zu tun war, schoss Chappie vorwärts, raste durch eine rote Ampel, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Autos quietschten, Hupen heulten, knapp verfehlten sie den verängstigten Welpen. Die Passanten auf dem Bürgersteig starrten geschockt, als Chappie zwischen ihnen hindurchschoss, einige von ihnen unbeabsichtigt aus dem Gleichgewicht brachte. Sein einst makelloses Fell wurde vom Schlamm auf den Straßen verschmutzt, und sein goldenes Fell wurde zu einem marmorierten Durcheinander. Erschöpft und niedergeschlagen fand sich Chappie schließlich auf einer ruhigen Straße wieder. Er kletterte auf einen Betonsockel, seine Ohren hängend, sein kleiner Körper zitterte vor Angst und Traurigkeit. Tränen stiegen in seine Augen, als er leise weinte und das Gewicht seiner Einsamkeit und die Trennung von seinem geliebten Besitzer spürte. Gerade als die Hoffnung zu schwinden drohte, durchbrach eine sanfte Stimme die Stille. »Hey, Kleiner, bist du verloren?« Chappies Ohren richteten sich auf, und er sah eine freundliche Frau ein paar Schritte entfernt stehen. Das Mädchen sah auf das Halsband und sah den Namen des Hundes und des Besitzers. »Lass uns deinen Besitzer finden, sollen wir?« sagte sie, mit Entschlossenheit in ihren Augen. Mit Chappie an ihrer Brust schloss sich die Frau einer Mission an, den verlorenen Welpen mit seinem menschlichen Begleiter wieder zu vereinen. Gemeinsam wanderten sie durch die Straßen, fragten Passanten, ob sie einen Mann namens Dorian gesehen hatten. Einige schüttelten den Kopf, während andere mitfühlende Blicke boten. Schließlich, nachdem es sich wie eine Ewigkeit angefühlt hatte, stießen sie auf ein kleines Café. Durch das Glastürfenster entdeckte die Frau eine vertraute Gestalt, vertieft in ein Gespräch, sein Gesicht von Sorgen gezeichnet. Chappies Schwanz wedelte freudig, als er Dorians Anwesenheit erkannte. Mit einem neuen Schub an Energie stürmte die Frau ins Café, lenkte Dorians Aufmerksamkeit auf sich. »Dorian«, rief sie aus, ihre Stimme voller Freude. »Schau, wen ich gefunden habe.« Tränen stiegen Dorian in die Augen, als er auf sie zustürzte. Er hob Chappie in seine Arme, wiegte ihn eng an sich, ihre Wiedervereinigung erfüllt von Liebe und Vergebung. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.